Was hat uns dieser Überfall eigentlich genutzt? Außer dass wir gerade einige unserer besten Soldaten und Freunde verloren haben. Was er uns genützt hat? Wir haben neue Waffen erbeuten können, welche sich für unsere Sache als sehr nützlich erweisen werden. Dieser Drang an Kriegsführung rechtfertigt aber nicht den Tod all jener, welche gerade ihr Leben lassen mussten. Aber immerhin sind wir noch mit unserem Leben davongekommen, darüber sollten wir froh sein. Ich kann deine Freude nicht teilen, Lochen, aber ich denke nichtsdestotrotz, dass wir dem Imperium dennoch zeigen konnten, dass es nicht unverwundbar ist. Wenn die Zeit gekommen ist, dann werden die Opfer nicht vergebens gewesen sein. Was war das? Keine Ahnung. Wird schon nichts gewesen sein. So Leute, haltet euch fest, wir verlassen jetzt den Hyperraum. Brennt es etwa immer noch? Komischerweise ja. Der Regen hatte keine Auswirkungen auf das Feuer gezeigt. Wir haben sicherheitshalber die Versorgung auf die Notfallgeneratoren umgeschaltet, um weitere Explosionen und Brände zu vermeiden. Immerhin. Sorgen wir dafür, dass es...
Gouverneur mitbekommt. Willkommen, Commander. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich habe keine Zeit für ein Kaffkränzchen. Haben Sie herausgefunden, um wen es sich bei den Aufständischen gehandelt hat? Wir haben bereits einige Leichen bergen können. Und? Weiter? Nun ja, wir haben weder die Herkunft noch die Identität feststellen können. Sie arbeiten hier bereits seit Stunden und alles, was Sie mir erzählen können, ist das? Ja, aber wir... Ich unterbreche Ihr Gespräch nur ungern, aber Commander Max hat sich soeben angekündigt. Dann wollen wir ihn nicht warten lassen. Max, alter Freund, willkommen. Die Freude ist ganz meinerseits, Pravis. Ich würde dich ja gerne vorwarnen, aber du weißt es wahrscheinlich schon. Meinst du dieses Chaos hinter dir? Genau das. Was um alles in der Welt ist hier passiert? Dieser terroristische Abschaum. Was bildet der sich ein, unser imperiales Eigentum zu zerstören? Wie ist es zu diesem Schaden gekommen? Es muss im Laufe der Hangargefechte eine Explosion gegeben haben, welche die Verkleidungen zu den Plasmaversorgungstunneln freigelegt hat und bei dem darauffolgenden Bruch der Leitungen den Generator zur Explosion gebracht haben muss. Das ist unmöglich! Ich habe diese Generatoren persönlich entwickelt und sie können nicht einfach so explodieren. Dieser Abschaum. Wenn einer von denen in Gefangenschaft gerät, dann wird er sich wünschen, in diesem Hangar gestorben zu sein. Aber waren es nicht Sie, Commander Max, der den Terroristen die Flucht ermöglicht hat? Jetzt hören Sie mal zu, Sie Narren! Hätte mich Leutnant Main darüber informiert, dass die Terroristen in der Verfassung wären, mit einer imperialen Raumfähre meine Blockade zu durchbrechen, dann hätte ich dementsprechend handeln können. Doch aufgrund ihrer Blindheit wollen Sie mir nun sein Versagen vorwerfen? Das nächste Mal, wenn Sie mit mir reden, überlegen Sie sich gut, was Sie sagen. Ansonsten werde ich Sie einem imperialen Erschießungskommando gegenüberstellen. Haben Sie mich verstanden? Ja, Commander Max. Gut. Ich denke, wir sollten unsere Gemüter wieder etwas herunterfahren. Soweit ich weiß, müsste es gleich in der Kantine mit dem Mittagessen soweit sein. Officer, ich denke, Sie haben hier alles soweit unter Kontrolle. Informieren Sie mich oder Commander Max, sobald Sie etwas Neues herausgefunden haben. Jawohl, Commander. Ausgezeichnet. Weitermachen. Gouverneur, Sir, ich möchte einen Zwischenfall melden. Was für ein Zwischenfall?
Guten Tag, Commander Pravis. Was darf es heute bei Ihnen sein? Guten Tag. Was gibt es denn heute Leckeres? Ich hätte heute als Mittagstisch gebratenes Rontofilet mit Käse überbackenem Tofkel, serviert mit heißem Kaff. Dann hätte ich das gerne, aber wenn möglich ohne Käse und statt einem Kaff einen Tee. Das müsste möglich sein. Fred! Sorgen Sie dafür, dass der Commander das Feinste vom Feinsten bekommt. Nach all den schnieken Spezialitäten auf Coruscant soll der Commander nicht denken, dass wir hier in seiner Heimatbasis kein gutes Essen hätten. Was? Ich sagte, Sie sollen dafür sorgen, dass... Max, ich gehe schon mal vor. Pravis, setz dich. Und was gibt es bei dir? Ich habe mir ein saftiges Stück Zarian Bantersteak mit einer Naboo-Art Fischsoße bestellt. Hoffentlich ist es nicht zu übersalzen wie beim letzten Mal. Das klingt ja interessant. So schmeckt es auch. Wie sah es denn bei dir in den Tagen meiner Abwesenheit aus? Es gab nicht viel. Kleinere Anomalien im Raum vor Ferris 9. Und konnte ermittelt werden, um was es sich gehandelt hat? Irgendwelche Spannungen in der Atmosphäre wurden wohl durch den Nebel ausgelöst, welche unsere Scanner durcheinander gebracht haben. Aber so wie ich dich kenne, hast du das Problem natürlich behoben? Natürlich. Was anderes wäre auch nicht zu erwarten gewesen. Jetzt muss ich mich ja erstmal um dieses kleine Generatorenproblem in den Reservehangars kümmern. Wie auch immer das passieren konnte. Bin ich auch mal sehr gespannt. Aber der wohl einzige Zeuge, welcher das Kommando hatte, ist leider tot. Tot? Ich habe Maine für seine Inkompetenz hinrichten lassen. Ich hätte auch nicht anders gehandelt. Wegen diesem Idioten wurde ich nicht rechtzeitig informiert. Sowieso eine Schande, dass diese Scheusale mit imperialem Eigentum bekommen konnten. Konnte sich denn die Kennzeichnung des Shuttles gemerkt werden? Shuttle Hawkins. Woher sie dieses auch immer haben. Ich habe mich mit den Kommandanten auf Idu und weiteren benachbarten Systemen in Verbindung gesetzt. Bin dabei aber auf keine passende Spur gestoßen. Ach, sei es drum. Früher oder später werden wir sie eh erwischen. Aber dann würde ich nicht gerne in der Haut dieser Terroristen stecken. Wenn ich nur daran denke, was ich mit ihnen machen würde. Ganz gewiss. Aber wie steht es nun um dich, Pravis? Was ist bei dem Treffen herumgekommen? Nun ja, wir hatten mal wieder ein Zusammentreffen mit den Verwaltungsoffizieren der umliegenden Systeme. Es wurden sämtliche neue Regelungen für die Handelsrouten in der umliegenden Region getroffen, was die Versorgung und Anbindung unseres Systems betrifft, besonders auch durch die Lage des Huttenraums. Ist das nicht eigentlich eine Sache, um die sich der Gouverneur kümmern sollte? Eigentlich schon, aber laut ihm habe er derzeit viel auf Coruscant zu tun und ich fungiere in diesem Fall als sein persönlicher Repräsentant. Um noch einmal auf das Treffen zurückzukommen. Es wurde wohl die Anbindung an die Diremedianische Handelsstraße aufgelöst aufgrund der vielen Spice-Schmuggel. Pravis, jetzt bist du aber hier der Kommandant. Denk nicht immer an deine Zeit als Handelsstraßenaufseher. Entschuldige, Max. Aber manchmal fallen mir bei diesen Treffen Themen wieder ein, welche schon lange zurückliegen. Du kannst ja auch froh sein, eine solch gute Stelle wie hier auf Ferris Prime ergattert zu haben. Und wie lange das nun auch wieder her ist? 7 Jahre bestimmt. Da sieht man ja mal wieder, wie lange wir uns noch kennen. Nichts, was ich eintauschen wollen würde. Stoßen wir an. Zum Wohl. Ich weiß, dass ich viel frage, Max. Aber wie steht es eigentlich um dein Projekt auf Kuat? Es geht langsam voran. Ich werde mich morgen in den nördlichen Quadranten begeben und dort weiter an meinem Konzept feilen. Gibt es denn da schon was Genaueres? Leider ist dies streng vertraulich. Dann muss es ja was heißen, wenn selbst ich es nicht wissen darf. So in der Art. Na gut. Hattest du wenigstens schon was herausgefunden bezüglich der... Commander Pravis, Commander Max. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber ich müsste dringend mit Ihnen sprechen, Commander Pravis. Was gibt es denn? Gouverneur Nolan möchte Sie in einer Stunde sprechen. In einer Stunde? Der Gouverneur persönlich ist hier? Nein, per Holo-Gespräch. Und ja, in einer Stunde. Er meinte, der Grund habe höchste Priorität. Dann wollen wir ihn nicht warten lassen. Max? Willst du schon aufbrechen? Es ist doch noch Zeit. Ich muss. Also wenn du noch bleiben willst, kannst du dies natürlich gerne tun. Ich begleite dich. Ich habe ohnehin noch was zu tun. Danke, Leutnant.
Also ich muss schon sagen, ich bin ganz schön voll von dem Essen. Solange du vor dem Gouverneur nicht einschläfst, sollte alles in Ordnung sein. Also ich denke, das wird nicht passieren. Und notfalls, so soll ich wieder eingreifen. Hör sofort auf damit! Oder soll ich dir mal von dir beibringen? Was wolltest du damit erreichen, du widerliche Wookie-Bestie? Sick, beseitigen Sie diese Bestie. Mit Vergnügen, Commander. Ruft verdammt nochmal einen Sanitäter! Und ihr da vorne bringt den Wookie zurück in das Arbeitslager. Er wird nicht exekutiert. Verstanden, Sir. Was sollte das gerade eben, Pravis? Wieso soll dieses Tier nicht exekutiert werden? Warum sollte ich das veranlassen? Hat der Wookie nicht jeglichen Grund dazu, so zu handeln bei den Qualen, die er hier erleiden muss? Das, Pravis, sind Tiere, Bestien, Abschaum. Die haben es sich so ausgesucht und verdienen nichts anderes, als bestraft oder getötet zu werden. Dann sind wir nicht besser als diese Terroristen. Hör dir mal selber zu, wenn du redest. Du klingst wie einer von denen. Vielleicht sollten noch mehr so denken. Das reicht. Überlege dir am besten ganz genau, ob du dem Gouverneur das Gleiche erzählen möchtest. Ich begebe mich wieder auf meinen Sternzerstörer. Und dann reden wir, wenn du wieder bei Sinnen bist. Ja, bis später. Entschuldige, Max. Schau dir doch mal an, was diese Bestie dem Soldaten angetan hat. Und du glaubst, die wären intelligent. Die sind nicht besser als Tiere, Pravis. Ich sag es dir. Sie sind einer meiner besten Kommandanten und dementsprechend setze ich ein großes Vertrauen in Sie. Mir wurde allerdings zugetragen, dass es einen Zwischenfall in meiner Basis gab. Ich bin enttäuscht, Commander. Ein Angriff auf eine unserer wichtigsten Einrichtungen hier im Sektor wirft ein schlechtes Licht auf mich. Es war nicht mein Versagen. Ich war zu dem Zeitpunkt... Dies ist nicht von Belangen, Commander. Ich musste diesen Zwischenfall auf Coruscant melden. Das Oberkommando ist wie zu erwarten nicht begeistert. Sie möchten einen Verantwortlichen für dieses Dilemma. Und das soll ich sein? Woher haben Sie überhaupt diese Informationen? Auch dies ist nicht von Belangen, Commander. Sie wurden nach Coruscant beordert. Sie werden eine Stellungnahme vor dem Senat abgeben und die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass das Imperium nicht versagt hat. Wann soll ich aufbrechen? Sie werden in 3 Standardtagen auf Coruscant erwartet. Ich habe Ihnen für die weitere Verstärkung Ferrous Primes 2 zusätzliche Schiffe zur Verfügung gestellt. Eskortiert werden Sie mit einem extra für Ihre Sicherheit beorderten Kreuzer. Ihr Shuttle geht morgen früh. Haben Sie noch Fragen? Habe verstanden, Gouverneur Nolan. Ich werde Sie erwarten. Pravis. Max, bin ich froh, dass du es einrichten konntest. Keine Sorge, Captain Crisis hält die Stellung, solange ich weg bin. Allerdings würde ich mich freuen, den Grund unseres Treffens zu erfahren. Du weißt ja, der Gouverneur hat mich kontaktiert. Ja, in der Tat. Wie ist das Gespräch gelaufen? Du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. Er hat von dem Überfall erfahren. Wie? Irgendjemand muss geplaudert haben. Aber es ist noch viel schlimmer geworden. Ich wurde nach Coruscant entsandt. Wieso ist das ein Problem?
Der Gouverneur erwartet in 3 Tagen eine Stellungnahme vor dem Imperialen Senat, aufgrund dieses Zwischenfalls. Das geschah in deiner Abwesenheit. Der Gouverneur kann nicht ernsthaft erwarten, dass du die Verantwortung für den erbärmlichen Mr. Maine übernimmst. Und zudem scheint es nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen zu sein. Mir wurden Informationen zugetragen, dass es vor kurzem in 2 weiteren Systemen im äußeren Rand ähnliche Aufstände gegeben hat. Das Problem an der Sache ist nur, dass Maine tot ist. Es steht Aussage gegen Aussage. Es gibt mehr als genug Zeugen, dass Maine unfähig gehandelt hat, einschließlich mir. Die hört der Gouverneur doch sowieso nicht an. Dieser dekadente Mistkerl weiß sowieso nie, was in seiner Basis passiert. Wo bin ich hier bloß reingeraten? Ich habe mir in all diesen Jahren nichts zu Schulden kommen lassen. Und genau jetzt passiert sowas. Ich weiß nicht, ob ich das alles so schaffe, Max. Ich kann das nicht alleine schaffen, meine Unschuld zu beweisen. Praevis, du wirst das schaffen. Ich glaube daran. Und du solltest das auch. Danke, Max. Ich weiß das sehr zu schätzen. Dafür sind Freunde da. Aber nun kehre ich auf meine Sternzerstörer zurück. Ich werde dich morgen zu deiner Fähre begleiten, Praevis. Wie erbärmlicher Mistkerl. Praevis, was soll hier vor sich gehen? Ich bin Ihr habt das enttäuscht. Kommando nicht. Ein Angriff auf eine unserer wichtigsten Einrichtungen hier im Sektor wirft ein schlechtes Licht auf Wenn ich uns. Ihnen erzähle, was hier wirklich passiert ist. Sie wurden nach Coruscant beordert. Sie werden eine Stellungnahme vor dem Senat abgeben und die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass das Imperium nicht versagt hat. Solch ein Vorfall könnte Sympathien für weitere Rebellen zeigen. Ich bin sehr beunruhigt, Max. Was ist, wenn irgendetwas schief geht? Praevis, du bist ein kompetenter und loyaler Kommandant. Das Imperium braucht Leute wie dich. Und zudem wäre der Senat töricht anzunehmen, dass du inkompetent gehandelt hättest. Deine Worte machen mir echt Mut, mein Freund. Also hast du keinen Grund, in irgendeiner Weise beunruhigt zu sein. Du wirst mit deiner Rede die Öffentlichkeit schon auf deine Seite bringen. Da glaube ich ganz fest dran. Danke, Max. Ich weiß das sehr zu schätzen. Also dann... Wir sehen uns, Max. Wir sehen uns.
Bord, Commander. Ich danke Ihnen, Leutnant. Bitte folgen Sie mir auf die Brücke. Wir werden in Kürze starten und Kurs auf Coruscant nehmen. Ausgezeichnet. Guten Abend, Sir. Leutnant? Es wird Sie erfreuen, dass wir im Zeitplan liegen. Projekt Kampfkralle nimmt allmählich Gestalt an, Commander. Zeigen Sie es mir. Die aktuellen... Atemberaubend. Er blickt die Spitze des imperialen Ingenieurswesens. Von nun an steht dem Imperium nichts mehr im Weg.